Hallo und willkommen zu meinem Projekt der sieben Welten. Mein Name ist Guido Wiegand, ich bin der Autor des Buches Eleazin im System der sieben Welten. Derzeit arbeite ich daran, meine im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte angesammelten Notizen, Anmerkungen und im Gedächtnis behaltenen Szenen in eine große, über mehrere Bände hinwegreichende Geschichte zu gießen. Den ersten Teil der sieben Welten konnte ich bereits Anfang des Jahres fertigstellen und anschließend selbst veröffentlichen. In Eleazin sind die Elorianer auf der Erde gelandet und haben ein Bewerbungsverfahren für ihr Erstkontaktprogramm initiiert. Paul, ein junger Philosophiedozent, wird von ihnen ausgewählt und begleitet sie zurück ins System. Das Besondere an dem System ist, dass 7 der Planeten darin von bewussten Spezies bevölkert werden. Während sich Paul mit ihnen vertraut macht, erfährt er jedoch etwas aus der Vergangenheit der Elorianer, das diese den anderen Spezies verheimlicht haben. Und er erkennt schnell, dass davon auch die Erde betroffen ist. Die Art von Science Fiction, die ich schreiben möchte, ist weniger Mathematik, Physik und Astronomie lastig. Sie ist eher eine Art von Social Science Fiction. Auf der konzeptionellen Ebene bedeutet das, dass meine Studienfächer der Philosophie und Soziologie die sind, die den Science-Teil meiner Fiktion leiten. Und da mein Hirn irgendwie von Natur aus die Dinge interdisziplinär betrachtet, ist es das Zusammenspiel aus evolutionärer und philosophischer Anthropologie, das mir gewöhnlich die besten Einfälle beschert. Aber was haben all diese Substantive jetzt mit dem Erzählen einer guten Geschichte zu tun? Ganz einfach. Um ihnen allen gerecht zu werden, habe ich die verschiedenen Spezies so detailliert wie nur möglich ausgearbeitet. Das heißt, alle haben einen eigenen evolutionären Hintergrund, eine Entwicklungsgeschichte, eine Form von Gesellschaft mit all ihren Facetten, also auch Kunst, Kultur und Architektur. Sie haben eigene Sprachen und eigene Formen von Wissenschaft und Technologie, falls sie diese entwickelt haben. Im System der sieben Welten sind zwar die Elorianer als die älteste Spezies die den größten Einfluss haben, aber dennoch sind die Unterschiede im Aussehen, im Verhalten, in den Ideen und Vorstellungen und vor allem in den physiologisch bedingten Fähigkeiten groß genug, um Paul, unseren Protagonisten, in immer neue Faszination und Orientierungslosigkeit zu stürzen. Nicht alle Aspekte der sieben Welten haben ihren Weg in dieses Video finden können. Es soll ja irgendwann auch zu Ende sein. Aber und wenn dieser Crowdfunding-Aufruf erfolgreich sein sollte, kann ich die Idee umsetzen, also habe Zeitraum und Möglichkeit dazu, das Universum der sieben Welten nicht nur über die Hauptgeschichte zu erzählen, sondern zu erweitern auf meiner Webseite www.alienet.de. Die Idee sieht vor, dort Details zu den verschiedenen Spezies einzustellen, den Planeten, den Interaktionen und so weiter. Und vor allem die Figuren, auf die Paul während seiner Reise in den Hauptgeschichten trifft, mit kleinen Kurzgeschichten zu bebildern, also erfahrbar zu machen. Dabei, die Vorarbeit habe ich wie gesagt schon geleistet, möchte ich das Universum so immersiv wie möglich gestalten. Das heißt, in diesen Geschichten werden wir lesen können etwas über das Aufwachsen in den verschiedenen Systemen und ja, über die Figuren, die wir in der Hauptgeschichte treffen, insgesamt. Das ist meine Idee, das ist mein Schreibprojekt. Wenn ihr das spannend findet und interessant und das Ganze sogar finanziell unterstützen wollt, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Könnt ihr das via startnext.de, dort gibt es am Ende des Aufrufs auch kleine Dankeschöns dafür, oder via PayPal. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Dankeschön fürs Anschauen, fürs möglicherweise Teilen des Videos und für die finanzielle Unterstützung, wenn ihr könnt und wollt und das spannend findet. Bleibt nur noch zu sagen, bis bald in den sieben Welten und willkommen.